steht auf der Liste. Auf der anderen Liste. Okay, alles? Alles und nix. Und nix, genau. Ich habe mich jetzt nochmal an die Elektrik rangemacht und das ist ja die Skizze. Die sieht etwas unübersichtlich aus. Okay, habe ich. Ja, hast du. Große Fresse habe ich schon immer gehabt. Ja. Die Dichtungen müssen unbedingt getauscht werden. Da bin ich jetzt dran. Das sind wahrscheinlich die allerersten Dichtungen, die hier jemals drin waren, 30 Jahre alt und dementsprechend funktionieren sie auch noch, nämlich fast gar nicht. Man hat hier einfach nur enger gezogen, wenn das Wasser reingelaufen ist. Also kann man machen, ist halt eine blöde Idee. Und die neuen Dichtungen hier, also es sind Standardprofile, haben wir in einem total tollen Baumarkt in Barcelona gefunden, in der Innenstadt, der ist mega. Und ja, bevor ich die einkleben kann, muss ich aber erstmal das hier rausziehen. Und teilweise kleben sie gar nicht, wie hier, und teilweise kleben sie ja bombastisch, also wie es immer so ist. Und eingeklebt wird das nachher mit Tikal 12. Tikal 12 wussten wir, mit dem haben wir auch noch nicht gearbeitet. Das ist ein Kleber und ein Dichtmittel, der tatsächlich auch unter Wasser funktionieren soll, laut Hersteller. Also wenn uns da jemand mal eine Info zu geben kann, würde uns das echt interessieren, ob das tatsächlich funktioniert. Also man soll damit auch unter Wasser und also im Meerwasser auch unter Wasser arbeiten können. Also wenn das mal jemand weiß, ab damit in die Kommentare, uns wird das tatsächlich interessieren, ob das wirklich geht. Heißt das, dass das unter Wasser aushärtet? Ja. Oder? Ah, okay, das heißt, du kannst es nass unter Wasser einbauen und es härtet unter Wasser aus. Ja, so habe ich Tikal verstanden. Okay, spannend. Vielleicht weiß ja jemand was, ich habe keine Ahnung. Und ja, wir wissen, die Scheibe ist krackelig, die steht auf der Liste. Also ach ja? Auf der anderen Liste. Auf der anderen Liste. Auf der anderen Liste. Also nicht auf der Liste, was muss, bevor wir abfahren, weil ja, sie ist ja noch da. Aber sie ist krakelig, wir wissen das. Sie wird auch irgendwann in diesem Leben noch getauscht werden. Das geht aber recht gut, oder? Ja, das scheint mit Pateks eingeklebt zu sein, oder? Ja, irgendwie. So, jetzt hört es nämlich auch schon wieder auf. Also wenn man sich das so anguckt, ist das wirklich verwunderlich, dass die Fenster noch dicht waren. So, ich habe jetzt das Tikal gesetzt, und zwar wellenförmig, und in den Kurven habe ich mehr aufgetragen. Also zum Andrücken würde ich sagen, dass wir das Fenster dann zumachen. Ja, würde ich auch sagen. Gute Idee.
Guck mal, wieder ganz großartig. Fachleute am Werk. Silikon. Es sieht ein bisschen lustig aus auf dem Kopf. Damit es dicht ist, weil man mit enger Schrauben irgendwann nicht mehr weitergekommen ist. Und das habe jetzt für die zweite Luke eine Stunde gebraucht, höchstens. Also ja, hätte man machen können. Wir gehen mal wieder in die Stadt. Wir zeigen euch heute mal was Außergewöhnliches. Und zwar Els Encants. Das ist eine Art überdachter Markt und Flohmarkt. Und ja, man bekommt da irgendwie alles. Alles und nix. Und nix, genau. Dich nervt die Werbung? Gibt eine einfache Lösung dafür. Werde doch Teil unserer Patreon-Crew. Als Patreon bekommst du die Videos vorab und ohne Werbung. Außerdem Bonusinhalte und je nach Level wöchentliche Updates bis hin zu einem persönlichen Telefonat mit uns. Also, wenn dich das interessiert, dann schau doch mal vorbei. Wir freuen uns, wenn du uns unterstützt und wir können die Hilfe auch wirklich gut gebrauchen. Also, komm vorbei und mach mit. Els Encants ist auf jeden Fall etwas Besonderes. Zum einen gibt es ganz normale Ladenflächen, wo man wirklich alles Mögliche kaufen kann, von Antiquitäten über Zeichenmaterial, Werkzeug, Stoffe. Ja, eigentlich gibt es nichts, was es dort nicht gibt. Dann gibt es aber auch die große Flohmarktfläche unten, wo es querbeet durcheinander alles Mögliche gibt. Je später am Tag, desto mehr Chaos ist da unten auf der Fläche. Es ist auf jeden Fall unheimlich viel zu sehen. Dieser Markt ist definitiv einen Besuch wert. Er hat nur 3 oder 4 Tage in der Woche geöffnet. Also wenn du hin möchtest, schau einmal auf Google Maps. Dort stehen die Öffnungszeiten. Und wenn du die Möglichkeit hast, geh lieber früher als später hin. Und auch nicht unbedingt am Wochenende, denn natürlich ist es wie alles andere in Barcelona auch am Wochenende ziemlich voll. Mittwochs morgens gibt es immer eine Auktion, auf der Waren versteigert werden, die dann auf dem Flohmarkt verkauft werden. Fragt mich nicht, wo die Sachen herkommen. Wir waren auch nie auf dieser Auktion. Definitiv Els Encants ein Tipp von uns. Der Geräteträger hinter mir ist fertig und wir machen uns heute daran, die Verkabelung für die LiFePO-Batterien, für die Ladetechnik und so weiter zu machen. Das kommt dann später alles in einen Kasten rein und den Kasten hatte ich schon vor ein paar Tagen gebaut. Ich habe mich jetzt nochmal an die Elektrik rangemacht und das ist ja die Skizze. Die sieht etwas unübersichtlich aus.
Und da habe ich auch wochenlang und abendelang drüber gebrütet und verschiedene Freunde haben mir da noch Tipps gegeben. Das war echt toll. Und das ist die Kiste, wo das rein soll. Ich wollte, also hier in der Mitte kommen ja die Lithium-Batterien rein. Und das ist eigentlich die gesamte Ladetechnik von Solar und von Starterbatterie zu Lithium-Batterie. Und ich möchte Blei und Lithium beides haben. Und Lithium soll aber nicht im Motorraum, weil das zu warm ist für die Batterien. Und deswegen habe ich mich entschlossen, dass ich das in eine Wachskiste tue. Und in der Wachskiste habe ich jetzt eben diesen kompakten Kasten gebaut, wo alles drin ist, trotzdem belüftet werden kann, sodass ich da möglichst wenig Platz wegnehme und dass es auch an einem kühleren Ort ist als im Motorraum. Und ja, da bin ich jetzt gerade so ein bisschen an die blauen Kisten noch mal hin und her schieben, weil ich möchte natürlich möglichst kurze Kabelwege und dass jedes Gerät gut belüftet ist und dass ich trotzdem noch einigermaßen rankomme, weil die Batterie geht bis hierher und ich will ja hier zum Beispiel noch mal rankommen, um zu messen. Deswegen habe ich da noch mal so ein bisschen spielen müssen. Und ja, werde das hoffentlich heute soweit finalisieren, dass alles festgelegt ist. Dann kann ich die Kabellängen messen und dann kann ich anfangen, die Kabel zu machen und zu verkabeln. Und dann später wird das noch mal in 3 Teile zerlegt, das da und das da. Dann kann ich das in die Kiste reinstellen, wieder zusammenbauen und die Hauptkabel wieder anschließen. Und dann. Aber da sind noch ein paar Tage dazwischen, zwischen jetzt und fertig. Also, wir haben hier den Plan und wir haben hier die Stückliste für die Kabel. Ne? Du hast hier immer von wo nach wo geht es, das ist eher für mich. Ne? Für dich wird es ab hier hinten interessant. Ne? Also wir arbeiten immer von Zeile für Zeile ab. Ne? Das ist der Durchmesser. Ne? 50. Das wäre jetzt zum Beispiel hier dieses dicke Kabel. Ne? Das steht zum einen auf den Kabeln drauf normalerweise. Da hinten steht es drauf. Irgendwo. Ne? Ist so aufgedruckt. Oder wenn du hier eins rausnimmst, dann findest du das auch hier hinten auf diesen, wenn hier schon gekrimpte drauf sind, dann findest du das hinten drauf. Ne? Okay. Da steht zum Beispiel 50,8, das bedeutet, das ist ein 50er Kabel, das heißt, das ist die Öffnung. Ich nehme jetzt mal hier eins raus, ne? Dann kann ich es dir am besten erklären. Da steht jetzt drauf 35 hinten. Das heißt, das sind 35er Kabel. Brauchen wir nicht. Und 12, nee 8 steht hier vorne, das ist eine 8er Bohrung. Ja? Okay. Gut, also wir brauchen immer den Durchmesser Kabel und das richtige Verbindungsmittel dafür. Ne? So, also. Wir würden jetzt hier zum Beispiel 2 Kabel brauchen, rot, Durchmesser 50 und das eine Ende ist ein M10, das heißt, das wäre jetzt ein 10er Loch und das andere wäre auch ein 10er Loch und davon 2 Kabel, Länge 40. Ja? Wenn ich da hinten so Zahlen zusammengezogen habe, dann ist das eine Gesamtdistanz zwischen 2 Punkten. Das ist für dich nicht interessant, das ist für mich eine Kontrollsumme. Ne? Und wir fangen an mit den 2 wichtigsten, das sind die hier unten. Das sind die, wir fangen mit den grünen Kabeln an. Ne? Aber nur das obere und das untere, oder was das nicht? Wie du gesagt hast, die 2 wichtigsten da gezeigt hast. Genau, wir fangen jetzt mit den 2 an Okay. und dann kommt das und dann schauen wir uns die anderen an. Ja? Also das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Das sind grüne Kabel hier. Darf ich mal? Das sind grüne Kabel, das sind 50 Quadrat. Mir haben ein paar Meterchen noch gefehlt. Die habe ich jetzt hier im Baumarkt bekommen. Das ist aber Kupferlitze, also besteht aus Einzellitzen und ist auch zweifach gemantelt. Ich bin ein bisschen verblüfft, dass es grün ist. Wahrscheinlich, weil die das hier für Solaranlagen verwenden. Also grüner Strom. Marion, du sagst? Strom ist gelb. Strom ist gelb, sagt Marion. Also, und damit es keine Verwirrung gibt,
haben wir das jetzt hier mit dem Kabelschuh und mit dem roten Schrumpfschlauch versehen. Also ich habe jetzt diese Verkrimpung gerade gemacht. Und wenn man sich das genau anguckt, dann ist das relativ gleichmäßig sechseckig. Und ich habe das mit dieser hydraulischen Zange gemacht. Die habe ich mir jetzt extra nochmal neu dazu geholt, weil ich hatte bisher diese hier, die kennt vielleicht jeder von euch. Ich finde, für dünnere Kabel kann man die durchaus verwenden, da reicht die Stärke der Krimpung aus. Aber wenn du so dicke Kabel hast, dann kriegst du nicht genug Druck drauf. Und deswegen kann ich dir die hier nur wärmstens empfehlen. Die ist gar nicht mal teuer, die kostet um die 30 Euro. Ich verlinke euch die unten. Ist relativ schwer, aber lässt sich auch echt gut handhaben. Man kann hier oben zum Beispiel diese Backen kann man austauschen. Und wenn man in den Kasten reinguckt, dann sind hier eben auch die Backen drin für die verschiedenen Stärken. Geht drauf bis 70, von 6 bis 70. Ist eine tolle Sache und es sind sogar die Wechseldichtungen dabei, falls sie mal undicht werden sollte. Zufrieden, also echt zufrieden damit. Wie kommt das eigentlich, dass du das alles kannst? Also irgendwie kannst du ja alles, was hier gebraucht wird. Nee, das sehe ich nicht so. Also ich weiß, dass wir die Hinweise häufig bekommen, dass ich vermeintlich alles kann. Aber das ist, also ich kann nicht alles. Ich bin vor allem neugierig und gucke immer als allererstes, ob ich Sachen auseinanderschrauben kann und reingucken kann. Und ich finde, vieles versteht man einfach, wenn man es auseinanderschraubt, sich überlegt, wie funktioniert das eigentlich und sich dann überlegt, ob man das reparieren kann. Weil oftmals ist es eigentlich nur geschraubt, irgendwas zusammengesteckt und geschraubt. Das sind meistens nur Teile, die man ja, auseinanderbauen, reinigen oder ersetzen muss. Und man sieht ja zum Beispiel, wenn es Kugeln sind und die sind nicht mehr rund, sondern eckig, dass die kaputt sind. Und dann guckt man, dass man die gleichen Kugeln kriegt und wieder einbaut. Das war jetzt das Beispiel Kugellager zum Beispiel. Naja, das war aber nicht immer so. Was? Dass du auseinandergebaut hast und gewusst hast, wo der Fehler liegt. Ich denke da mal an die gute braune Kaffeemühle meiner Oma. Das war in den ersten, ich glaube sogar in den ersten Tagen, als wir uns kennengelernt haben, hatte Marion mich gefragt, ob ich mir die mal angucken kann. Die geht nicht mehr. Du hast gesagt, oh, ich kann sie dir machen. Okay, habe ich. Ja, hast du. Große Fresse habe ich schon immer gehabt. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht mehr genau, was war. Jedenfalls das Ende war, sie hat einmal geraucht und ein bisschen geknistert. Und dann war mir klar, ich kann sie nicht mehr reparieren. Also ich habe sie kaputt repariert. Ja. Aber das ist auch ein Beispiel dafür, dass halt ganz viel bei mir über Versuch und Irrtum läuft. Und beim Motor war das ja auch nicht viel anders, ne? Also beim Motor gibt es irgendwie 2, 3 nette Erlebnisse. Das erste war mit dem allerersten Boot. Und da haben wir das Boot gerade bekommen. Das lag noch praktisch gerade gewassert und es sprang nicht an. Direkt nach dem Kauf. Da war ich natürlich stinkesauer, weil ich den Eindruck hatte, ich bin betrogen worden. Und dann sind wir vor Ort, sind wir zu einem Handwerker gegangen und der hat gemeint, das ist doch gar kein Problem, baust du aus, bringst du mir vorbei, den Anlasser. Da sage ich, muss ich da was beachten? Nee, musst du nichts beachten. Du schraub ihn aus und bring ihn mit. Ja, du musst halt den Strom trennen und auf der anderen Seite hast du irgendwie so Schrauben und da ist das am Motorblock fest. Das schaffst du schon. Ja, gut, okay. Wenn er sagt, ich schaff das schon. Und er hat aber nicht gesagt, dass ich die Batterie vorher abschalten soll oder die Batteriekabel abziehen soll. Und also bin ich aufs Boot gegangen und habe angefangen, alle Kabel abzunehmen von dem Anlasser. Und dann dachte ich mir, naja, ich weiß nicht, ob es da eine Reihenfolge gibt. Also sie saßen alle auf einem Bolzen, die Kabel, nacheinander alle auf einem Bolzen drauf. Und da habe ich mir gedacht, naja, ich weiß nicht, ob es eine Reihenfolge gibt, aber die gehören jedenfalls alle zusammen. Also habe ich ein Metalldraht genommen und habe die da alle drauf gesteckt. Und auf einmal wurde mir komisch, es gibt einen Schlag und ich habe hier eine Brandwunde gehabt über die gesamte Hand von diesem Draht, weil das halt einen Kotzen gegeben hat. Also so habe ich mir halt Sachen auch angeeignet und mittlerweile ist schon ziemlich viel kaputt und schief gegangen und deswegen habe ich halt auch schon ziemlich viel auseinandergebaut und mir angeguckt und
Bei vielen Sachen gibt es auch fünferlei Meinungen. Also es gibt auch Sachen, die ich repariert habe, die aus meiner Sicht funktionieren, wo mir andere Leute dann sagen, das ist aber nicht fachgerecht oder es ist nicht gut oder es wird nicht lange halten. Und das gehört aber sozusagen auch zum Prozess dazu. Natürlich soll man Sachen nicht tun, die gefährlich sind, also 230 Volt zum Beispiel, oder auch bei Strom muss man ganz genau aufpassen. Ein Beispiel mit der Hand. Also ja. Ja,